So, gib Stoff. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, fellas. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. It's worse than I could ever have imagined. Scheint, hat Rusty, also unser Partner, ein kleines Problem. Ja. So, wo ist jetzt der Henrys? Schauen wir doch mal, was hier so abgeht. I'll try the back door. Wait here a second. Okay. Scheint wurde hier eingebrochen. Aber warum? Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Ah, hier haben wir eine neue Zeitung. Familie stirbt, Feuer tot. Polizei sagt Tote bei Ausbrandung. Said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. The circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal You said the house would be empty. How can I find peace? Okay. Der kleine Feuerteufel, der. So. Was haben wir hier? Haben wir hier was? Not sure this means much. Warum? Hier haben wir hier nichts. Gehen wir mal hier durch. Das Liebzimmer. So. Was ist das denn? Das ist... No. Ist das ein Föhn? Junge. Modern. Na. Hast du es wohl mal, oder was? Naja, nehmen wir das. Okay, das sieht mir so nach so ein Schmuckkästchen aus. Tiffany? The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Okay. Da scheint der Ring aufbewahrt gewesen zu sein. Hier haben wir ein Bild.
A regular Amelia Earhart in her day. The ring looks distinctive. Ja. Hier haben wir ein Beispiel von dem Ring. Den kann man da gut drauf erkennen. Also der ist wirklich sehr, sehr auffällig. Sprich, den This doesn't pertain to the case. sollten wir finden. Oh mein Gott, ey. Ah, kann ich hier nichts anklicken? Weg! Alter, macht der mich jetzt hier dicht, oder was? Junge, Junge, Junge. Auch nichts. Geht hier ab. Aha. Ein Schuh. Size 9s. Above average for a lady. Was? Ein Damenschuh, Größe 43. Auch ungewöhnlich, aber naja. So, gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Not everything here is going to be relevant. Was vielleicht in der Tüte? Nee, hier haben wir Schnappes. Los Diablos. Ja? Das Fenster. Burglar used a pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Okay. Das ist aber wirklich ungewöhnlich, weil erst schlägt er sozusagen das Fenster ein und dann hebelt es erst noch auf. Oder hebelt es erst auf und schlägt dann das Fenster nochmal ein. Also eigentlich macht das keinen Sinn, weil durch das Einschlagen des Fensters ist es ja doch schon eine etwas lautere Geräuschkulisse. Also okay. Aber hier, wenn du wieder nüchtern bist, findest du mich. Apartment 2, bla bla bla. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Okay. Ich soll jetzt eine Nachbarin fragen. Aber wo ist denn hier eine? Da kommt der Nachbar. Oh, was geht ab? I knew it wasn't safe around here anymore. Was willst du? LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan! Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid
I need to go and sit down. Okay, also die Nachbarin hat auf jeden Fall bestätigt, dass sie Eheprobleme hatten, beziehungsweise oft sich gestritten haben. Und ich würde jetzt sagen, wir fahren einfach mal direkt zu dem Apartment. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Zu dem Apartment von diesem Jacob, also dem Ehemann. Der hatte ja eine kleine Nachricht am Kühlschrank hinterlassen. Mit der Adresse des Apartments. Fragen ihn Jacob einfach Henry mal. had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. Yeah, for my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Curry. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the VD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. So. Das ist ja auch nett hier, ne? Vor allem, wieso habe ich direkt die Pistole in der Hand? Okay. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. So. Was haben wir denn hier alles? I give you the slightest hint Was ist das denn? flight risk, pal. I don't think so. Ah, okay. You think the atmosphere's thick in here? Wait till you try the gas chamber. He'll be back in a minute. Okay. Das ist ja cool. Danke für das Angebot. Sie müssen etwas wegen The meiner oldest Frau problem tun. there is what to do about the old lady. Okay. Okay, also, auch wenn er es nicht war, dann hat er es auf jeden Fall in Auftrag gegeben. Was war das jetzt? Baseballschläger. Doesn't look like anything. Okay. Wenn da jetzt Blut dran gewesen wäre, hätten wir die Mordwaffe auf jeden Fall. Hier irgendwo rein? Nein. Ah, hier kommen wir rein. Ah, hier haben wir einen neuen Schuh. Size 11s. Schuhgröße 45. Was war das denn? Welche Schuhgröße war das denn am Tatort? Ich weiß das gar nicht mehr. 43? 41? 41. Okay, ist ja doch dann schon ein sehr kleiner Fuß. Ja, was heißt sehr kleiner Fuß, aber schon ein kleinerer Fuß. Ja. Okay. Also sind das schon mal nicht seine Schuhabdrücke gewesen.
Wir befragen ihn einfach mal. So, was geht ab? So, Bewegungen des Opfers. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Das ist ja totaler Schwachsinn, weil, wenn wir uns zurückerinnern, wir machen unser Notizbuch mal auf, haben wir ja die Aussage, Alibi des Ehemanns, sprich McCall, also der, den wir in der Bar geredet haben, mit dem wir in der Bar geredet haben, da hat er angegeben, dass er mehrfach Jacob angerufen hat, dass er doch seine Ehefrau bitte abzuholen hat und er sich ja da geweigert hat und später ja dann am Abend, also gegen 11:30, gar nicht mehr zu erreichen war. Also darum würde ich sagen, Lügen, und das nehmen wir als Beweis. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. So, nehmen wir jetzt hier Alibi des Ehemanns. Ja. We know she went to the Bomber Club. The bartender there, he calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I'm gonna have to live with that. Gut, wenn das wirklich jetzt nicht war, ne? Also wenn das jetzt wirklich nichts damit zu tun hat. Wenn das nicht so sein wird, aber weil, ne, nicht zu vergessen, die Morddrohungen, die wir jetzt gerade bei Ihnen da vorne gefunden haben mit den Schraffieren, wäre das schon echt hart, weil wäre doch ans Telefon gegangen, beziehungsweise hätte sie doch abgeholt, dann wäre sie jetzt noch am Leben, ne? So ist das halt manchmal, ne? Letzter Kontakt. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Schwierig. Ist echt schwierig. Ich kann ihn gerade überhaupt nicht einschätzen. Ich würde anzweifeln oder Wahrheit. Lügen tut er nicht. Warum sollte er? Wir hätten auch keinen Beweis. Ich sag einfach Wahrheit. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, diesmal weiß ich es wirklich nicht. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Okay, war sogar richtig. Cool. Hätte man vorher vielleicht auch mal gucken sollen, weil das hier ist sein Standardausdruck jetzt. Also er macht schon ein paar Mucken, aber das ist so jetzt, ne, gut, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was mit ihm nicht in Ordnung ist. Motiv. Schon mal. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Jetzt macht er aber ein paar mehr Macken mit seinem Auge. Und,
Das hat er ja, dass er seine Frau nie aufgegeben hat. Das kaufe ich ihm nicht ab. Das kaufen wir ihn nicht ab. Warum? Weil wir nämlich ja den Hinweis gerade ja vorne gefunden haben mit der Morddrohung. Wir schauen nochmal in unser Notizbuch. Da, Morddrohungsnotiz. Abdruck einer Nachricht, geschrieben von Jacob Henry bezüglich seiner Frau Celine. Also, du lugst. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Ja, kann ich. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Alter, was geht denn bei dir ab? You're awful hot under the collar for an innocent man, Mr. Henry. Ey, ich drück doch. What's this bunkum? Boah, ey, was ist denn hier heute los? Schlägst du mal jetzt hier, oder was? Oh, man merkt, er ist beim Militär. Ja, ich habe ihn einen habe ich ihm gegeben. Zack. Du A-Loch, ich war auch beim Militär. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Okay. Sollen jetzt hier telefonieren? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? Okay. One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Okay. So, mein Lieber.